Morning! Guten Morgen! You know, the word in Christ, which I've shared many times, are key phrases. Das Wort in Christus, wie ich schon oft gesagt habe, ist ein Schlüsselsatz. So we have to really go to the New Testament and carefully study the phrases in Christ. Wir müssen ins Neue Testament gehen und aufmerksam die Sätze mit den Formulierungen in Christus studieren. Because if you don't know what happened in Christ, you're not going to experience. Wenn wir nicht wissen, was in Christus geschah, werden wir es nicht erleben. You know, one thing is to know something and the other thing is to experience. Es ist eine Sache, Dinge zu wissen, eine andere Sache ist es, Dinge zu erleben. But on the other hand, we can't experience it if we don't know it. Auf der anderen Seite können wir es nicht erleben, wenn wir es nicht wissen. So knowing is important. Es zu wissen ist wichtig. But knowing without experiencing doesn't help much. Jedoch zu wissen, ohne es zu erleben, hilft nicht viel. So the moment you see in Christ, you've got to understand this is something brand new. Wenn du in Christus siehst, musst du verstehen, dass dies etwas ganz Neues ist. In Christ wasn't possible, wasn't available before Christ. In Christus stand nicht zur Verfügung, war nicht möglich bevor Christus. So before the death and resurrection of Jesus, none of that stuff that is in Christ was available. Vor dem Tod und der Auferstehung von Jesus stand nichts von dem, was in Christus ist, zur Verfügung. So look what Galatians chapter 3 verse 16 says. Schau, was Galater 3, Vers 16 sagt. Here Paul is telling us that the blessings of Abraham are now mine, not by my works, but by my faith. Hier erzählt uns Paulus, dass die Segnungen Abrahams nun mir gehören, nicht durch meine Werke, sondern durch meinen Glauben, den ich in Jesus Christus habe. Now to Abraham and his seed were the promises made. Abraham und seinem Samen wurden die Verheißungen gegeben. You know, here's what happened. Folgendes geschah. The moment Christ died on the cross and rose again for us, In dem Moment, als Jesus am Kreuz für uns starb und wieder auferstand and we make a decision to really believe this with all of our heart, und wir eine Entscheidung trafen, dies aus unserem vollen Herzen zu glauben, that through the death and resurrection of Christ, we have now the opportunity to be inside of Christ. dass durch den Tod von Christus und der Auferstehung wir nun die Möglichkeit haben, in Christus zu sein. The moment we believe this, it's over with the old race. In dem Moment, in dem wir dies glauben, ist es mit der alten Rasse vorbei. We've been redeemed from the curse of the old race. Wir wurden vom Fluch der alten Rasse erlöst. And we have now been put inside of Jesus Christ, a complete new race. Und wir wurden jetzt in Jesus Christus hineinversetzt, eine vollkommen neue Rasse. So all of these blessings now belong to us. All diese Segnungen gehören jetzt uns. You know, I remember I was in a meeting once in the United States of America, Ich erinnere mich, als ich in Amerika in einem Treffen war and a youth pastor was preaching. und ein Jugendpastor predigte. And you know, to be really honest, he was a very, very nice guy. Um wirklich ehrlich zu sein, er war ein richtig netter Mann. And, you know, I mean, he was just a really nice guy who loved God and loved the young people. Er war ein wirklich toller Mann, der Gott und die jungen Menschen liebte. And he was preaching the importance of obedience to God. Und er predigte über die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber Gott. Now, do I agree that it's important to obey God? Bin ich einverstanden, dass es wichtig ist, Gott zu gehorchen? Of course it's important. Natürlich ist es wichtig. For many, many, many reasons. Aus vielen, vielen, vielen Gründen. So, of course I agree we need to obey God. Natürlich bin ich einverstanden, dass wir Gott gehorchen müssen. But as he continued to preach, I felt really irritated in my spirit. Als er weiter predigte, fühlte ich mich in meinem Geist irritiert. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because he based his entire messages on Deuteronomy chapter 28. Er stützte seine ganze Botschaft auf 5. Mose 28. And I'm sure many of you know. Ich bin sicher, dass viele von euch das Kapitel kennen. It is known as the chapter of blessings and cursing. Es ist bekannt als das Kapitel über Segen und Fluch. So what is God saying in Deuteronomy 28? Was sagt Gott in 5. Mose 28? In simple words, summed up, this is what he says. In einfachen Worten zusammengefasst sagt er Folgendes. If you obey me in everything, you will be blessed. Wenn du mir in allem gehorchst, wirst du gesegnet sein. If you disobey me, you will have all of these curses. Wenn du mir nicht gehorchst, wirst du all diese Flüche haben. You know, sicknesses and disease and poverty and persecution.
persecution, and trouble. Krankheiten, Leiden, Armut, Verfolgung und Schwierigkeiten. And the guy was preaching and said, Der Mann predigte und sagte, guys, if you do not learn to obey God from all of your heart, ye will let all of these curses, he will send all of these curses to you. Leute, wenn ihr nicht lernt, Gott von ganzem Herzen zu gehorchen, wird er euch all diese Flüche schicken. You have to obey God. Wir müssen Gott gehorchen. You know, and the longer he preached, the more irritated I felt in my spirit. Je länger er predigte, desto irritierter wurde ich in meinem Geist. Because he didn't even encourage the people to obey Jesus because he paid such a high price to conquer. Weil er nicht einmal die Leute ermutigte, Jesus zu gehorchen, weil er so einen hohen Preis bezahlte, um mich zu erobern. Everything was motivated by fear of being now punished. Alles wurde von der Angst motiviert, nun bestraft zu werden. Listen, through the sacrifice of Jesus Christ, I don't live in Deuteronomy chapter 28 anymore. Durch das Opfer von Jesus Christus lebe ich nicht mehr im 5. Mose 28. I live in Galatians 3:16. The blessings of Abraham now belong to me. Ich lebe in Galater 3,16, dass die Segnungen Abrahams nun mir gehören. And they do not belong to me because of my obedience, but because of what Christ did on the cross. Sie gehören mir nicht, weil ich gehorsam bin, sondern wegen dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. So yes, of course I believe in obeying God, but not for that motive. Natürlich glaube ich daran, Gott zu gehorchen, aber nicht aus dieser Motivation heraus. Because that completely defies the finished work of the cross. Weil es vollkommen dem vollbrachten Werk am Kreuz widerspricht. So here's what we need to learn. Hier ist, was wir lernen müssen. Obedience, yes, it's vital. Gehorsam, ja, es ist lebenswichtig. But obedience is not going to make me a new creation. Doch wird Gehorsam aus mir keine neue Schöpfung machen. It's not going to give me the blessings of Abraham. Es wird mir nicht die Segnungen Abrahams geben. You know, disobedience has consequences that are not very good. Ungehorsam hat Konsequenzen, die nicht sehr gut sind. Besides that, it displeases our loving Father. Und außerdem missfällt es unserem geliebten Vater. Yes, all of this I understand. Ja, das verstehe ich alles. But listen, through the faith of Jesus Christ, in Jesus Christ on the cross, Doch hört zu, durch den Glauben an Jesus Christus am Kreuz I can now have everything that Jesus had. kann ich jetzt alles haben, was Jesus hat. Think about this. Denk darüber nach. It's a new race, it's a new life, it's new blessing. Es ist eine neue Rasse, es ist ein neues Leben, es sind neue Segnungen. I'm going to read a verse to you that has just gripped me for a few weeks now. Ich lese dir einen Vers vor, der mich seit ein paar Wochen ergriffen hat. And I've been meditating it over and over and over again in the Passion Translation. Und ich meditierte immer und immer wieder darüber. In der Passion-Übersetzung. As we were traveling through the northeast of Brazil, one morning I was reading this. Ich las dies eines Morgens, als wir in den Nordosten Brasiliens fuhren. Psalms 31, Psalm 31, verse 19. Vers 19. Every day I meditate on this verse. Jeden Tag meditierte ich über diesen Vers. Lord, how wonderful you are. Herr, wie wunderbar bist du. You have stored up so many good things for us. Du hast so viel Gutes für uns aufbewahrt. Like a treasure chest heaped up and spitting over with blessing. Wie eine Schatztruhe, die überquillt vor Segen. All for those who honor and worship you. Alles für diejenigen, die dich ehren und anbeten. Everybody knows what you can do. Jeder weiß, was du für die tun kannst, For those who turn and hide themselves in you. die sich dir zuwenden und sich in dir verbergen. See, the goodness of God has made the cross so powerful. Schau, die Güte Gottes hat das Kreuz so mächtig gemacht. In Deuteronomy chapter 28. Lebe nicht in 5. Mose 28. That's the old race. Das ist die alte Rasse. Live in Galatians 3. Lebe in Galater 3. Blessings of Abraham, redeemed from the curses all through the cross. Die Segnungen Abrahams, alle am Kreuz von den Flüchen erlöst. I see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.